Jeder kennt das Problem mit den Balkonkraftwerken. Hier haben wir die 800 Watt Grenze. Was also bedeutet, was passiert, wenn zum Beispiel mal die Sonne nicht scheint oder ihr zwei Geräte gleichzeitig laufen habt. Dann müsst ihr nämlich teuren Strom aus dem Netz zukaufen. Was wäre, wenn hier nicht nur euer Speicher dumm rumsteht, sondern intelligent für euch mitdenkt und euch sogar im Stromausfall-Szenario absichert? Das alles schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Also bleibt dran. Hier ist das neue Sidechain Mite von SICK Energy gerade eingetroffen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Es ist ein richtiges All-in-One-Wunder. Wir schauen uns einfach mal das Gerät etwas näher an. Ich hole es erstmal aus dem Karton heraus. Wie ihr hier gleich auf den ersten Blick seht, wenn ich den Karton öffne, wir sehen, das System ist natürlich massiv erweiterbar. Hier haben wir zwei Systeme abgebildet. Die wichtigsten Daten einfach mal ganz kurz eingeblendet. Die reine Hauptkapazität der Basiseinheit sind 2,68 kWh, natürlich maximale Erweiterbarkeit auf 18,8 kWh und wir können 3 Einheiten parallel schalten und zwar erhalten wir dann 56,4 kWh. Ihr seht natürlich, netzunabhängig können wir 1400 Watt aus dem System ziehen und es besitzt natürlich auch einen Bypass-Modus für 3600 Watt. Ganz wichtig, das System hat natürlich auch eine USV-Funktion und zwar hier mit einer wahnsinnig schnellen Umschaltgeschwindigkeit von fast 0 Millisekunden. Das heißt, wenn ihr hier dann eure sicheren Geräte dahinter schaltet an diese Steckdose, die hier verbaut ist, habt ihr auch eine sehr schnelle Umschaltzeit und könnt so sicherstellen, dass natürlich eure Geräte nahtlos weiterlaufen können. Wichtig, das System ist natürlich auch für den Außenbereich zertifiziert. Ich blende es euch einfach nochmal ein. Hier habt ihr noch die restlichen Daten, IP66 zertifiziert, Betriebstemperatur minus 20 bis 55 Grad und hier habt ihr dann auch natürlich auch einen PV-Eingang von 4000 Watt. Das bedeutet, dass ihr natürlich hier auch die neuen Normen in diesem Land mit abdecken könnt und so auch schöne große Anlagen aufbauen könnt. Um das Unboxing nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, seht ihr hier den Inhalt des Kartons. Wir haben hier das Hauptgerät, ein sehr massives Anschlusskabel, 230 Volt Anschlusskabel, eine Installationsbedienungsanleitung und natürlich hier so ein Schnellwechselwerkzeug. Alternativ macht es eventuell Sinn, sich hier auch nochmal den dementsprechenden dreiphasigen Smart Meter mit dazu zu kaufen. Somit kann das System natürlich noch besser auf eure Bedürfnisse reagieren und sich hier intelligent auf euren Verbrauch einstellen. Das Teil würde ich auf jeden Fall empfehlen mitzukaufen. Alternativ ist das System natürlich auch mit Shelly Smart Plugs kompatibel. Diese könnt ihr natürlich auch verwenden, wenn ihr diese schon besitzt. Dann ganz wichtig natürlich, dieses System hat einige Vorteile, die ich euch nochmal mit zeigen möchte. Wir schauen uns mal das Gerät etwas näher an. Als erstes haben wir hier natürlich das Hauptgerät mit verbautem Wechselrichter und einem dicken verbauten Akku mit einer circa Kapazität von 2,688 kWh. Was natürlich hier an diesem Gerät sofort auffällt, neben der IP66-Zertifizierung, was natürlich bedeutet, es ist staubwasserdicht und auch für den Außeneinsatz zu gebrauchen, fällt hier natürlich das Design sofort ins Auge. Ich drehe mal das Gerät etwas rum, denn hier gibt es was Schönes zu sehen. Wir haben hier hinten ein Kabelmanagementsystem. Ich nehme hier oben einfach mal die Klappe ab und ihr seht, hier hinten werden eure PV-Module und alle weiteren Anschlüsse angebracht. Ganz wichtig, das ist hier auf der Rückseite und so ergonomisch angebracht, dass ihr die Kabel hier sauber, vernünftig verlegen könnt. Das heißt, bei vielen anderen Systemen geht das hier irgendwo seitlich raus. Es gibt aber einen riesen Kabelsalat. Das haben wir hier natürlich nicht. Wir haben hier auch einen kleinen Anschlussplan. Somit könnt ihr natürlich nichts falsch machen, wenn ihr hier diesen Anschlussplan folgt. Und hier werden auch einige Anschlussbeispiele euch mitgegeben. Es sind natürlich auch die Systeme untereinander noch verbindbar und hier drüben kommt der Netzanschluss dran. Dazu hier drüben einfach links und rechts zusammendrücken, auf euch zuziehen und schon könnt ihr hier euren Netzstecker sofort anbringen und dann einfach mit eurem Netz verbinden. Das heißt, das System ist wirklich extrem schnell in Betrieb genommen, Stecker rein und somit ist es eigentlich schon startklar. Kommen wir zum Anschluss der PV-Module. Ihr habt es ja eigentlich schon hier an dem Schaubild gesehen. Wir können hier bis zu 4000 Watt Modulleistung anschließen. Wir haben hier 4 MPPT-Tracker, aber ganz wichtig, das bedeutet, wir können nicht nur 4 Module anschließen, wir können hier 8 Module anschließen. Wie machen wir das? Ich zeige es euch einfach mal hier an meinem Beispiel. Wir haben hier 8 Module verbaut und diese werden ganz einfach per Kabel hier zum System geführt. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch so einen Trennschalter wie ich einbauen.
Und am Gerät geht das dann ganz einfach weiter. Wir verwenden hier diese Y-Stecker. Diese sind eigentlich überall im Handel erhältlich. Hier kommen wir mit unseren Strings dann quasi an. Ich zeige es euch hier demonstrativ einfach mal. Das wären 2 Strings, die von meinem Dach kommen. Wie verbinde ich diese? Ich nehme jetzt hier diesen Y-Stecker 1 und nehme jetzt hier quasi die beiden Strings und bringe die an diesen ersten Stecker an. Und das Ganze hier meinem zweiten Y-Stecker auch. Und so kann ich 2 Module, wie ihr das hier seht, an einen String an unserem Speicher anbringen. Das geht im Prinzip auch recht einfach. Einfach hier mit diesem Werkzeug die Verschlusskappen lösen und so diese beiden Module über einen String hier an dem Speicher anschließen. Das können wir dann hier beliebig wiederholen und so hätten wir dann 8 Module angeschlossen. Bevor wir das aber jetzt machen, kommen wir nochmal hier zu dieser Seite. Hier seht ihr nochmal 2 separate Steckdosen unter diesen Staubschutzkappen. Diese können wir hier mit dem Schalter ein- und ausschalten. Das ist auch eine schöne Zusatzfunktion. Viele andere Hersteller haben das nämlich nicht. Da müsst ihr immer in der App schalten. Hier können wir direkt am Schalter physisch schalten und währenddessen wir hier rüber 800 Watt abgeben können, schön brav ins Netz, wie es genehmigt ist, können wir hier natürlich aus diesen Steckdosen deutlich mehr ziehen und sie haben natürlich auch die vorhin erwähnte USV-Funktion mit einer wahnsinnigen schnellen Umschaltzeit. Wichtig zu erwähnen, ihr könnt hier 1400 Watt herausziehen, kurz im Peak sogar 1800 Watt für höhere Anlaufströme und das System unterstützt natürlich den Bypass-Modus. Das heißt, wenn ihr hier den Stecker eingesteckt habt, kann das System auch aus dem Netz Strom ziehen und über den Bypass-Modus bis zu 3600 Watt hier drüben ausgeben. Das heißt, so können wir hier noch Energie vom Netz durchleiten, um hier noch mehr an diese Steckdosen anschließen zu können. Ganz wichtig zu erwähnen, ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, lasst euch eventuell dann natürlich auch über einen Elektriker hier diesen kleinen Kollegen einbauen. Das ist der Smart Meter, der dazugehörige Smart Meter. Dieser wird in eurem Unterverteiler angeschlossen. Der Anschluss ist eigentlich relativ einfach. Hier mit diesen Abnahmezangen, sage ich einfach mal, misst er den Stromverbrauch in eurem Haushalt, hier in diesem Fall dreiphasig. Und nur hiermit kann das System das volle Potenzial ausschöpfen. Wie gesagt, lasst euch dieses Teil von eurem Elektriker installieren in eurem Unterverteiler und somit seid ihr dann eigentlich schon startklar. Haben wir nun alles soweit vorbereitet, könnt ihr das Gerät einschalten. Entweder ihr schaltet es hier vorne an der Power-Taste ein oder wenn ihr es direkt mit dem Netz verbunden habt und natürlich mit euren PV-Modulen, schaltet es sich in der Regel von selbst ein, wenn hier Energie anliegt. Währenddessen das System jetzt hochfährt, schauen wir uns natürlich auch nochmal an, wer hinter dem Ganzen eigentlich steckt. SiC Energy ist ein international tätiger Hersteller von Energiespeichern und Energiemanagementlösungen. Neben kompakten Systemen für Privathaushalte entwickelt das Unternehmen auch größere Speicher- und Ladelösungen. Die dort gesammelten Erfahrungen fließen laut Hersteller natürlich auch hier in das gezeigte Produkt mit ein. Jetzt nehmt ihr euch hier die Bedienungsanleitung, scannt den QR-Code oder schaut im Google Play Store nach der SiC Energy App und ladet diese einfach mal herunter. Wir haben uns jetzt hier bei dieser App registriert und wenn wir sie öffnen, sehen wir auch sofort, dass wir das Gerät hier gefunden haben. Es wurde quasi sofort entdeckt. Ich musste hier gar nicht groß nachsuchen. Wir verbinden uns einfach mal mit diesem Gerät. Das müsste rasend schnell gehen und bringen das einfach mal in unser eigenes WLAN und kommen dann zu dieser schönen Animation. Ihr seht es ja hier drüben auch auf meinem Bildschirm. Ein ganz wichtiger Punkt, das Gerät ist ziemlich neu auf dem Markt. Hier würde ich natürlich auch empfehlen, wenn hier Software-Updates angeboten werden, so wie ihr hier das bei mir seht, macht diese natürlich auch schnell noch, damit das Gerät auch auf dem neuesten Stand ist. So, nachdem wir das Update gemacht haben, können wir jetzt auch unseren Smart Meter installieren. Dieser ist jetzt nämlich auch hier mit dem Gerät kompatibel durch das neue Update. Wir haben ihn auch sofort gefunden, wie ihr das seht, und verbinden uns auch gleich mal mit diesem Gerät oder binden das hier mit ein. So, nachdem ja alles verbunden ist, seht ihr, habe ich jetzt auch mal ein bisschen was aufgebaut. Wir wollen mal ein paar Sachen ausprobieren. Wir sind ja jetzt hier in der Hauptübersicht. Ich blende sie einfach mal hier drüben ein. Da seht ihr sie. Wie ihr seht, läuft schon alles tadellos. Wir haben hier alle wichtigen Werte auf dem Schirm. Wir sehen, in unserem Haus läuft im Moment nicht viel. Ich habe hier nur kleine Geräte angeschlossen. Jetzt an diesen Stromkreis 20 Watt sind jetzt hier am Laufen. Wir könnten das auch noch mal ein bisschen hochdrehen. Ich schalte einfach mal ein bisschen was hinzu und ihr seht, jetzt haben wir hier etwas mehr Verbrauch und sehen auch, dass das sofort hier unser Smart Meter, den wir installiert haben, auch erkannt hat und das System
so natürlich dementsprechend sofort darauf reagieren kann. Ein großer Vorteil hierbei ist jetzt natürlich die AI oder auch in Deutschland eher gesagt die KI. Diese KI wird permanent jetzt hier mit euren historischen Verbrauchsdaten gefüttert und somit kann sich das System auf eure Bedürfnisse einstellen. Dass diese KI lernt, wie hier von euch der Strom verbraucht wird und hält diesen dann dementsprechend auch im Speicher für euch zur Verfügung. Ganz wichtig natürlich auch Wetter- und Unwetterdaten werden hiermit erfasst und somit ist das System natürlich auch darauf vorbereitet und die KI kann hier auch im Vorfeld darauf reagieren, euren Speicher vollladen, sodass ihr dann auch für diese Situationen gewappnet seid. Auch wichtig, der KI-Modus ist natürlich auch kompatibel mit dynamischen Stromtarifen, wie zum Beispiel von Nordpol oder Octopus. Das bringt euch natürlich noch mehr Vorteile und noch mehr Sparvorteile. So könnt ihr das System deutlich effizienter nutzen. Auch in Schlechtwetterlagen oder vielleicht auch im Winter ist somit die Effizienz des Systems nochmal deutlich höher und der Spareffekt nochmal um ein Vielfaches höher. Denn ihr braucht nicht unbedingt nur PV, ihr könnt dann auch mit den dynamischen Stromtarifen arbeiten. Übrigens an dieser Stelle noch ein kleiner, aber sehr wichtiger Einwurf. Da ich hier ja noch ein Vorserienmodell habe, ist die App, die ich euch zeige, nicht ganz aktuell. Wenn ihr das System benutzt, habt ihr nämlich schon die neue Version. Ich kann euch hier mal ein paar Bilder zeigen, denn der Hersteller plant in der kommenden App-Version 4.0 die Einführung des sogenannten Seek Agent. Dahinter steckt eine KI-Funktion, mit der sich das System natürlich auch deutlich einfacher bedienen lassen soll. Und zwar ganz einfach per Spracheingabe. Das bedeutet natürlich für euch, anstatt lange in der App nach irgendwelchen Einstellungen zu suchen, könnt ihr hier alles ganz natürlich per Sprache steuern. Laut dem Hersteller soll nämlich dieser neue Agent künftig auch über bekannte Plattformen wie zum Beispiel WhatsApp, Telegram oder andere Messenger erreichbar sein. Dadurch könnte man viele Informationen per natürliche Sprache abrufen, ohne eigentlich in die App reingehen zu müssen oder die App überhaupt öffnen zu müssen. Das heißt, man könnte ganz einfach fragen, wie zum Beispiel, wie hoch war mein Stromverbrauch heute? Aber wir schauen einfach mal, was uns da in den nächsten Wochen noch so erwartet. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen hier, das System ist voll im Betrieb. Wir haben hier sonniges Wetter bei 20 Grad. Wie gesagt, die Wetterdaten werden hier auch mit eingebracht in das System und mit berücksichtigt. Und wir sehen, von unserem Dach kommen aktuell 710 Watt. Ist jetzt hier bei mir ein bisschen wenig, da ich nicht ganz so viele PV-Module angeschlossen habe. Wir sehen, ich hatte vorhin am Home etwas mehr Energie eingeschaltet. Das heißt, 900 Watt zieht mein Haushalt. Jetzt kommen wir mal zu einem weiteren Test, der vielleicht auch sehr interessant für euch ist. Was ist im Fall der Fälle, wenn wir einfach mal einen Stromausfall haben? Dafür haben wir nämlich hier jetzt unsere Backup-Steckdose. Ich habe jetzt hier einfach mal was mitgebracht. So ein Router, das ist natürlich perfekt. Elektronik oder ähnliche lebenswichtige Dinge. Hierüber wird ja dann auch telefoniert. Das soll ja zum Beispiel auch funktionieren, wenn der Strom mal ausgefallen ist. Das könnte man hier reinstecken. Und ich nehme jetzt einfach mal hier diese LED-Lampe, denn diese reagiert extrem empfindlich, wenn sie vom Netz getrennt wird. Dann blinkt sie nämlich kurz. Das wollen wir einfach mal testen, wie hier die Umschaltzeit ist. Um das jetzt einfach mal zu testen, habe ich das Gerät hier ein bisschen umgedreht. Seek Energy verspricht ja hier eine nahtlose Umschaltung. Um das erstmal zu generieren oder in Gang zu setzen, drücken wir hier für eine Sekunde den Taster und ihr seht, die Geräte fahren jetzt hier in aller Ruhe hoch. Wir lassen jetzt mal diese Fritzbox kurz hochfahren und dann simulieren wir mal einen Stromausfall. So, alles im Betrieb, alles läuft. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich habe noch eine zweite Kamera im Betrieb. Diese blende ich euch hier oben in der Ecke ein. So seht ihr hier meinen Router und hier nochmal die Lampe, denn die Kamera ist etwas empfindlicher. Wir haben jetzt hier unsere Stromversorgung, kein Problem. Jetzt hätten wir hier einen Blackout. Das simulieren wir einfach mal, indem wir den Stecker ziehen. Und ihr seht, hier hat alles nahtlos umgeschaltet. Mein Router läuft noch ohne Probleme weiter und somit sind wir auch im Backup-Fall durch diese schnelle Umschaltung mit unseren Geräten safe und diese können dann hier im Backup-Fall weiterlaufen. Eine wichtige Frage, was machen wir denn im Winter? Auch hier hat der Hersteller dran gedacht. Das Gerät hat eine integrierte Heizung. Diese springt natürlich automatisch an, wenn wir hier in den Minusbereich fallen. Somit sind natürlich eure Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien dann auch im Winter weiter nutzbar und das System kann somit dann auch bei Minusgraden ordnungsgemäß betrieben werden. So, jetzt wieder der ganze Spaß rückwärts. Wir schalten wieder die Netzverbindung ein. Das heißt, wir stecken den Netzstecker rein und ihr seht, hier läuft auch wieder alles nahtlos weiter. Ich konnte hier keine Umschaltung, kein Flackern oder irgendwas Ähnliches feststellen.
Ach ja, noch ein kleiner Zusatztipp. Solltet ihr gerade im Backup-Fall merken, dass ihr zum Beispiel auch im Blackout-Fall mehr Strom braucht, ist natürlich die Skalierbarkeit hier kein Problem. Einfach hier weitere Akkupacks drunter stellen, alles übereinander stapeln. Bis zu 6 Akkus können wir hier drunter stellen, haben dann quasi bei einem System 18,8 kWh hier stehen und haben dann auch einen sehr großen Blackout-Backup-Speicher zur Verfügung. Also stellt sich die Frage, ist das hier noch ein einfaches Balkonkraftwerk? Klare Antwort nein, denn es ist eine hocheffiziente Energiezentrale für alle, die hier auch dementsprechend Unabhängigkeit und Skalierbarkeit suchen. Kommen wir noch zu einem kurzen Fazit. Was hat mir sehr gut an dem System gefallen? Eigentlich habt ihr es gesehen, ich habe das System hingestellt, eingesteckt und die Installation verlief absolut problemlos. Wir konnten das System sofort koppeln, natürlich auch mit dem Smart Meter und dementsprechend war es sofort einsatzbereit. Wir haben ja auch ein schönes, schickes Design, das habt ihr hier schon gesehen. Besonders gut gefällt mir hier hinten das Kabelmanagement, was sich hier unter dieser Abdeckung befindet. So habt ihr hier hinten immer eine saubere Ordnung und damit sieht es auch nicht mehr so auf dem Balkon aus wie Sau oder in der Wohnung, wo das Teil steht. So haben wir eine saubere Kabelführung nach hinten weg. Was ist noch zu erwähnen? Im Großen und Ganzen muss man hierzu noch sagen, es besteht natürlich auch noch eine Kompatibilität zu Shelly Smart Plugs, was natürlich die Erweiterbarkeit noch dementsprechend erhöht. Ihr könnt diese auch mit diesem System koppeln. Durch die AI- oder KI-Funktion sind wir hier stark unabhängig. Das heißt, selbst bei Unwetterlagen ist das System darauf vorbereitet, weiß das im Vorfeld und kann sich auch dementsprechend darauf vorbereiten. Noch wichtiger zu erwähnen ist, im Großen und Ganzen sehen wir hier bei dem Display alles Wichtige auf einen Blick. Wir haben hier vorne diesen Ladebalken. Währenddessen wir hier gesprochen haben, hat sich das System mit meinen PV-Modulen schon fast vollgeladen. Das seht ihr hier an den Balken. Und alle wichtigen Betriebszustände werden hier natürlich auch sofort dargestellt. Ganz besonders muss ich erwähnen die Power-Tasten an dem Gerät. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und ist für mich aber sehr, sehr wichtig. Wir haben hier oben eine Haupt-Power-Taste für das Hauptgerät und noch viel wichtiger für mich, hier drüben die Backup-Stromversorgung. Diese kann hier mit dieser Taste aus- und eingeschaltet werden. Das vermisse ich bei ganz vielen Konkurrenzmodellen. Das ist einfach nicht vorhanden. Man muss dann jedes Mal in die App rein, muss ein- und ausschalten. Hier ist es schon verbaut. Einfach draufklicken, die Geräte sind an und wieder eine Sekunde klicken und alles ist aus. Und dann haben wir natürlich noch diese Hochgeschwindigkeitsumschaltung. Das hat hier bei mir auch hervorragend funktioniert. Ihr seht, mein Router läuft immer noch und hat noch nicht mal irgendeine Art Aussetzer oder ähnliches gehabt, als wir hier den Strom getrennt haben. Dann kommen wir noch zu einem kleinen Negativpunkt. Das kann aber aktuell noch hier an der Vorgängerversion liegen. Bei der Erstinstallation ist mir noch eines aufgefallen. Ihr musstet erst das System updaten, bevor wir es mit dem Smart Meter koppeln konnten. Das heißt, bitte achtet darauf, wenn ihr das System zum ersten Mal in Betrieb nehmt, dass ihr hier erstmal das Software-Update macht. Erst dann ist das System auch mit dem Smart Meter kompatibel, da dieser wahrscheinlich jetzt erst neu auf den Markt gekommen ist, muss dieser hier noch per Software-Update hinzugefügt werden. Das aber nur meckern auf sehr hohem Niveau. So, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr generell von solchen KI-gesteuerten Balkonkraftwerken? Teilt es mir doch einfach mit unten in den Kommentaren. Wenn ihr euch hier für das System interessiert, kein Problem, schaut unten in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch alle Bezugsquellen und wenn hier der Hersteller mir auch einen Rabattcode zur Verfügung stellt, findet ihr ihn auch unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr mich und meine Projekte etwas unterstützen, besucht doch einfach meine Homepage. Dort gibt es eine kleine digitale Kaffeekasse. Dort könnt ihr mich und meine Projekte mit einem digitalen Kaffee unterstützen. Und so stellen wir dann auch sicher, dass ich weiter schöne Tests für euch machen muss, denn viele Sachen hier muss ich selber kaufen und muss dann dementsprechend schauen, wie ich dann auch hier zurechtkomme. Also, ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.